In diesem Video möchte ich erklären den Unterschied zwischen Mineralienfilter und einer Umkehrosmoseanlage. Wieso ist Bedürfnis da? Ganz einfach, viele Menschen besorgen Mineralienfilter und erwarten, dass der Geschmack vom Wasser identisch ist wie vom Umkehrosmose. Auch gibt es so Geräte, welche können pH-Werte messen, also Härten vom Wasser. Das habe ich auch alles da. Ich habe auch viele andere Geräte, mit welchen kann man Wasser untersuchen lassen. Und die Erwartungen von den Menschen natürlich basieren sich auf die unterschiedlichen Informationen, Aussagen von unterschiedlichen Quellen, Internetseiten. Was ist der Unterschied? Mineralienfilter ist dazu gebaut, um ungefähr Prinzip die Natur zu vorspiegeln. In der Natur reinigt sich Wasser Beispiel ganz einfach unter die Grundboden. Es fließt unterschiedliche Schichten das Wasser durch und wird gereinigt von Mineralien, Schichten, von Pflanzen. Und dann kommt raus aus der Quelle schon sauberes Wasser, aber sie bringt immer mit sich gewissen Anteil an Mineralien. Sie kommt nie absolut rein, so wie vom Umkehrosmose oder vom destillierten Anlage. Das gibt es in der Natur nicht. Nach unterschiedlichen Untersuchungen in Russland gibt es natürlich unterschiedliche Aussagen, welches Wasser ist gut für menschliche Körper. Meiner Meinung nach, natürlich Wasser sollte sauber sein. Ich habe auch zu Hause Umkehrosmose und solche Filter und noch andere Filter. Aber ich bin nicht blind und nicht taub und ich möchte nicht ignorieren den Aspekt, dass es Umkehrosmose ist, tote Wasser bringt. Wasser ohne alles und destrukturiert. Hier fließt das Wasser über die Schicht vom Schungit, Zeolit, oder wir haben auch, es gibt so Filter mit 2 Schichten vom Schungit. Wenn das fließt Wasser langsam über die 2 Schichten, passiert Folgendes. Das Wasser wird gereinigt von Medikamente, Hormone, Pestizide, Herbizide, Uran, Bakterien, Keime und natürlich durch diese ganzen Gang löst Beispiel Schungit und Zeolit gewisse Mineralien im Wasser auf. Und wenn ich diese Mineralien von diesem Wassergang im Wasser bekomme, schmecke ich das aus dem Wasser. Es wird immer interessanter, so außergewöhnlicher Geschmack Richtung Zeolit liegen. Wenn jemandem Zeolitgeschmack nicht passt, dann kann man beide Kolben mit Schungit auffüllen. Geschmack ist dann neutral, also es kommt dann nicht so intensiver Geschmack wie nach Zeolit. Aber dieses Wasser bringt mit sich nicht viele Mineralien, weil Mineralien sollen wir aus Lebensmitteln nehmen, lebendige Lebensmittel. Aber das bringt trotzdem Mineralien, so wie in die Quellwasser aus der Natur. Beim Umkehrosmose Härtung von dem Wasser anders als beim diesen Mineralien. Das ist Wasser auf jeden Fall nicht basisch. In der Quelle finden wir auch keine basische Wasser, also in der Natur finden wir keine basische Wasser. Beim Umkehrosmose, das ist absolut neutral, also Härtung vom Wasser ist sehr gering und ja, das Wasser, wie gesagt, sie ist tot. Hier ist Härtung höher durch die Mineralien und die ist ein bisschen säuerlich. Wie bekommen wir basische Gleichgewicht? Ganz einfach. Unser Organismus braucht wie basische so säuerliche Stoffe. Das wird alles ausgeglichen aus Lebensmitteln, den Rest. So, wo ist Priorität, bei welchem Filter, kann ich dir einfach nicht sagen. Die sind anders, die funktionieren anders. Ich weiß ganz genau, dass in Russland die besten Ergebnisse nehmen immer die Mineralienfilter.
Umkehrosmosefilter ganz vorsichtig würden genossen in Russland. Ihr könnt es selbst recherchieren. Ja, auf jeden Fall, ich bin dafür, unser Leitungswasser zu reinigen. Und wie du das magst, empfehle ich dir auf dein inneres Gefühl verlassen. Und ich habe versucht dir zu erklären, dass geschmackliche quasi Seite von diesem Filter liegt natürlich an dem Inhalt von dem Filter. Und ob die alles reinigt wie Umkehrosmose, natürlich nicht, schafft dir das auch nicht, aber den Rest schafft dein Körper, weil in diesem Wasser, Mineralienwasser, kommen die Silit zum Beispiel, weil in Zeolit, Silizium drinnen, kommen natürlich auch ein paar Mikroelemente, welche unterstützen die weiteren Prozesse und der Körper kann ganz gut damit umzugehen und entgiften. Also, wir haben diese Filter auch bei uns und benutzen das intensiv. Ich bin sehr zufrieden, dass es preiswert, günstig und wie im anderen Video, ich habe erklärt, wie man Kartusche wechselt. Es steht kein Müll, keine Umweltverschmutzung, das finde ich ganz, ganz gut. Beim Umkehrosmose ist es genau das Gegenteil und da ist sehr viel Technik. Das ist der Nachteil von dem anderen. Also, mach's gut.